Hallo ihr Lieben, ich habe wieder für euch super leckere vegane Vanillekipferle mit Erdnussbutter. Die schmelzen richtig auf der Zunge. Die müsst ihr unbedingt probieren. Sehr einfach zu machen und dafür auch sehr, sehr lecker. Kommen wir direkt zu der Zubereitung. Als erstes benötigt ihr 360 Gramm Mehl mit einem halben Teelöffel Zimt. Dann 100 Gramm gemahlene Mandeln, 80 Gramm Zucker und einem Päckchen Vanillezucker, das Mark einer Vanilleschote, ,160 Gramm Öl. Das Ganze wird jetzt erstmal miteinander verknetet, bis kein Mehl mehr zu sehen ist. Und übrigens, man kann auch mit Öl backen statt mit Butter. Das ist dann, wie gesagt, die vegane Alternative. Man kann natürlich auch Pflanzenmargarine jetzt nehmen, aber ich wollte das jetzt mal mit Öl machen. Mit Pflanzenmargarine wird es dann wieder eine ganz andere Konsistenz, da muss man wieder Wasser hinzufügen. Und das Ganze kann man auch alles mit Apfelmus statt Erdnussbutter machen, aber das ist wieder ein anderes Rezept. Das zeige ich euch gerne beim nächsten Mal. Schreibt es mir mal gerne unter den Kommentaren, ob ihr es gerne wissen möchtet. Der Teig ergibt jetzt eine sehr, sehr weiche Konsistenz, aber wenn ihr den Teig jetzt erstmal zusammengeknetet habt, erst dann fügt ihr Erdnussbutter hinzu, 110 Gramm habe ich jetzt hier, und das Ganze wird jetzt wieder miteinander verknetet, bis sich alles schön verbunden hat. Das Ganze dann mit Frischhaltefolie abdecken und für mindestens 2 bis 3 Stunden in den Kühlschrank. Jetzt könnt ihr die Vanillekipferlplätzchen ausstechen, wenn ihr möchtet. Dazu einmal Mehl auf die Arbeitsfläche geben und etwas auf den Teig, nicht zu viel. Dann auf ca. 3 bis 4 mm Stärke ausrollen. Dann nehmt ihr ein ganz einfaches Glas, das erste Stück macht ihr dann weg und dann macht ihr quasi so Halbmonde. Also ihr geht nur halb mit dem Glas in den Teig hinein und dann habt ihr quasi so einen Halbmond. Da der Teig sehr, sehr weich ist, empfehle ich euch, so eine kleine Palette zu nehmen und das dann vorsichtig auf ein Backblech zu setzen mit Backpapier. Wenn ihr das Ganze auf ein Backblech gesetzt habt, könnt ihr das gerne nochmal zurechtformen, zurechtdrücken, bevor ihr die dann in den Backofen schiebt. Eine andere Möglichkeit statt dem Glas ist einfach, euch kleine Kugeln zu entnehmen, zwischen den 2 Handflächen einmal ausrollen und dann zu Vanillekipferle formen. Diese Methode ist einfacher, da der Teig sehr weich ist, aber ihr müsst relativ zügig arbeiten, da der Teig zwischen den Händen schneller warm wird. Das heißt, wenn der Teig warm wird und dann im Backofen kommt, zerfließt das Ganze. Also zügig arbeiten oder lieber vorher nochmal ca. 10 Minuten in den Kühlschrank stellen, bevor ihr die Vanillekipferle backt. Im vorgeheizten Backofen bei 170 Grad Ober- und Unterhitze werden die dann für ca. 10 bis 12 Minuten gebacken. Nach dem Backen direkt heiß noch mit Puderzucker bestäuben. Puderzucker habe ich noch mit Vanillezucker gemischt und nach dem Backen müssen die wirklich komplett auskühlen lassen, auf dem Backblech nicht anfassen, da die sehr, sehr zerbrechlich sind, solange sie noch warm sind. Je länger die auch stehen, also wenn sie 2-3 Tage noch stehen, schmecken sie intensiver nach Vanille und noch besser. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal. Bye bye!